In diesem Video möchte ich euch heute ein paar Tipps an die Hand geben zum Modellieren der Nase. Und zwar bekomme ich immer wieder Anfragen dazu und auch Fotos von euch zugeschickt, weil manche das Problem haben, dass die Nase einfach immer so ein bisschen flach und breit wird, aber nicht richtig schön definiert. Und das Problem ist dabei oft, dass die Nase zu weich ist und deswegen vom Trikot platt gedrückt wird. Und das ist ganz einfach zu lösen. Da gibt es eigentlich zwei wichtige Sachen, die man beachten muss, um eine kleine Stupsnase hinzubekommen, und die will ich euch heute zeigen. Und dazu braucht ihr einmal Filznadeln und natürlich Wolle und euren vorgearbeiteten Puppenkopf. Das hier wird jetzt ein Babygesicht, das ist aber im Prinzip egal, weil die ersten Schritte sind immer dieselben. Und zwar beginne ich damit, dass ich eine Basis für die Nase filze. Und da ist es einfach besonders wichtig, dass diese Basis fest ist. Das ist auch der erste Tipp, dass ihr nicht gleich eine große Flocke und eine große Nase auffilzt, sondern wirklich erstmal damit beginnt, euch einen kleinen festen Knubbel zu filzen, so wie eine gefrorene Erbse oder eine gefrorene Blaubeere. Wenn die Basis nicht fest ist, dann wird auch der Rest nicht fest werden. Und dazu nehme ich mir jetzt ein bisschen Wolle. Ich arbeite heute hier mit kadierter Wolle, weil meine andere alle ist. Normalerweise nehme ich immer Stoppwolle, die ist nicht so langfaserig, aber das ist egal. Ich wickel mir die jetzt hier so ein bisschen auf, sodass ich schon mal so ein kleines, festes, kompaktes Bällchen vorweg habe. Und jetzt filze ich mir die hier einfach in der Mitte fest. Und das mache ich, indem ich mit einer groben Filznadel erstmal die äußere Kontur auffilze. Das heißt, ich filze einmal im Kreis um die Nase herum sozusagen. So, jetzt habe ich mir die Außen festgefilzt und jetzt fange ich an, die Nase zur Mitte hin zu verdichten. Das heißt, zum groben Verdichten nehme ich auch die groben Filznadeln. Und jetzt ist es wichtig, dass ich immer am Anfang, also für die Basis der Nase, von schräg oben filze. Also quasi aus dieser Richtung und immer rundherum. Wenn ich von oben filze, drücke ich mir die Flocke gleich wieder platt. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass die Nase am Ende erhaben und spitz wird. Deswegen filze ich immer schräg von der Seite, um die quasi zur Mitte hin zu verdichten und gleichzeitig nach oben hin aufzubauen. So bekommt ihr nämlich wirklich diesen festen inneren Kern, der nach oben strebt und nicht eine breite, platte Nase. Und wenn ihr hier die Mitte schön fest bekommen habt, dann macht ihr das selber einfach nochmal. Das heißt, ihr rollt euch die nächste Flocke zusammen und filzt die dann da drüber, solange bis eure Basis die Größe hat, die ihr haben wollt, oder eure Nasenspitze die Größe hat, die ihr haben wollt. Ja, und jetzt ist meine Spitze hier richtig fest und ihr seht, ich kann die hier von der Seite noch so ein bisschen verrücken, aber nicht mehr wirklich. Und auch von oben habe ich jetzt die Spitze noch gar nicht gefilzt. Das heißt, die kann ich noch so ein bisschen platt drücken. Aber hier dieser ganze Mittelteil, die besagte Basis, die ist wirklich richtig schön fest. Und jetzt kann ich nämlich anfangen, auf meine Nase aufzubauen, weil dieses feste Mittelding, das geht mir jetzt nicht mehr flöten. Und wenn ich Trikot drüber ziehe, dann wird das auch hier erhaben bleiben und lässt sich nicht mehr eindrücken. Und jetzt könnt ihr anfangen, eure Nase aufzubauen und zum Beispiel die Nasenflügel anzufilzen oder die ein bisschen zu verbreitern oder die einfach so zu lassen. Wenn ihr nur eine Stupsnase haben möchtet, dann könnt ihr einfach nochmal mit den feinen Filznadeln hier drüber gehen, um die Struktur schön zu glätten, dass die richtig schön glatt auch ist, und den Kopf dann anschließend beziehen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst oder meinen Kanal abonniert, und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Tutorial.